Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute geht es um meine neue Uhr, die ich erst vor 2 Tagen habe kaufen dürfen. Ich bin noch total im Honeymoon mit der Uhr, freue mich, sie euch gleich zu zeigen und ein bisschen was über das Modell zu erzählen und euch so ein bisschen auf diese Reise mitzunehmen, wie ich an die Uhr gekommen bin. Viel Spaß! Ich mache es mal spannend und enthülle nicht direkt am Anfang, welche Uhr es ist, sondern erzähle euch erstmal, wie ich an die Uhr gekommen bin. Hallihallo meine Lieben, an der Stelle ein klitzekleiner Einspieler, ja, so eine Zwischensequenz. Das Video wurde aufgenommen in der Woche vor der Watches and Wonders und nun ja, heute ist Dienstag in der Watches and Wonders Woche. Viele von euch werden es mitbekommen haben. Cartier hat, so wie jedes Jahr, eine neue Collection Privé vorgestellt. Naja, was ist es dieses Jahr geworden? Die Tank Normal. Und das konnte ich jetzt natürlich nicht unkommentiert lassen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese kleine Aufnahme hier zu machen und euch vor dem eigentlichen Video noch mal ein bisschen was darüber zu erzählen, ja, was ich von dem neuen Modell halte. Erstmal bin ich wahnsinnig froh, dass dieses wichtige und archetypische Tank-Design wieder in der Kollektion ist. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass es auf den Markt gekommen ist. Das ist natürlich jetzt nicht das Allerschlechteste, kurz nachdem ich die Uhr gekauft habe. Ich wusste es wirklich nicht, ich schwör's euch. Aber ich muss sagen, so wirklich zufrieden bin ich trotzdem nicht. Ich finde, die Uhr ist deutlich zu groß geworden. Wir haben, ich glaube, jetzt 25 mal 32 oder so 33 Millimeter. Das finde ich, steht der Uhr nicht. Und ich finde, wenn man schon so ein klassisches Design zurückbringt und so eine klassische Uhr wieder auf den Markt wirft, dann hätte man auch die klassischen Abmessungen nehmen können. Ansonsten muss ich sagen, dass ich das Brick Bracelet wahnsinnig schön finde und mich freue, dass es wieder da ist. Und generell, wie gesagt, ich mich natürlich als Cartier-Head sehr darüber freue, dass die echte Tank, die Tank Normal, jetzt wieder im Sortiment ist. Ich freue mich auf das eine oder andere Piece Unique, was sicherlich jetzt kommen wird, so wie in den letzten Collection Privé Modellen schon in den vergangenen Jahren. Ja, so viel zu diesem kleinen Einspieler hier auf meiner Terrasse. Ich hoffe, das geht klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bei mir ist es ja so, ich bin gar nicht unbedingt jemand, der ein spezielles Modell sucht und sobald er es gefunden hat, dann sich auf das nächste Modell stürzt, sondern ich bin immer recht offen. Es gibt so viele tolle Uhren und so viele davon gefallen mir privat auch einfach wahnsinnig gut, dass ich nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen möchte und einfach schaue, was mir zufliegt. Ich meine, ich als Händler bin natürlich in einer tollen Situation, um auch immer mal wieder Sachen zu finden, die wirklich breathtaking sind, die man für sich selbst behält und wo man sagt, okay, da stimmt jetzt die Uhr oder der Preis oder sogar beides. Und ehrlich gesagt, genau die Situation hatte ich mit der Uhr. Und zwar ist mir die Uhr zugeflogen in einer wirklich ganz untypischen Situation. Und zwar stand ich auf dem IKEA-Parkplatz, als mein Handy vibrierte und ich eine Nachricht von einem befreundeten Uhrenhändler aus Belgien bekam, der mir schrieb, ja, hi Simon, ich weiß, du bist so ein Cartier-Sammler, du stehst irgendwie auf Cartier-Uhren. Ich habe gesehen, bei Instagram postest du in letzter Zeit auch ständig Cartiers. Ich habe hier gerade einen Kunden im Laden, der hat da was dabei. So. Und ehrlich gesagt, so Nachrichten bekommt man ständig und meistens ist es Schrott. Meistens sind es dann irgendwelche total runtergerockten Mastuhren, die nicht viel Spaß machen oder ehrlich gesagt immer mal wieder auch Fälschungen, weil ganz viele Händler sich gar nicht wirklich mit dem Thema Cartier beschäftigen und deswegen gar nicht wissen, worauf sie zu achten haben. Und in dem Fall dachte ich, na gut, was wird jetzt groß kommen? Eine Tank, eine Santos, irgendwas in die Richtung, also eine Maste Cartier Tank. Und dann sah ich das Bild, wie gesagt, ich erzähle jetzt noch nicht, was es ist. Und wusste sofort, okay, verdammt, ich bzw. er bzw. wir sind da an was dran. Und dann habe ich sofort einige Freunde von mir angeschrieben, unter anderem den lieben Raphael von Time by Ruff, wo ich genau wusste, okay, die können mir damit helfen, die Uhr zu authentifizieren, auch zu bestimmen, was das genau für eine Uhr ist und letztendlich auch einen Preis zu finden, denn der Händler wusste natürlich nicht, was ist die Uhr wert, zumindest nicht exakt und wollte einen Preisvorschlag von mir. Gesagt, getan. Ich habe mich abgestimmt mit einigen Freunden, bin zu einem Ergebnis gekommen, habe ein Angebot gemacht und tatsächlich war das gar nicht so weit weg von dem, was der Händler im Kopf hatte, um selbst noch was zu verdienen, aber auch dem Kunden ein faires Angebot zu machen. Und ja, tatsächlich sind wir dann nach einigen Minuten zusammengekommen preislich und ich habe dann auch
ja, gesagt, getan sozusagen, ganz, ganz schnell zugeschlagen, weil ich wusste, die Uhr, die ist wirklich was Besonderes, die werde ich so, ja, zumindest so bald nicht nochmal sehen und da muss ich jetzt meine Finger dran kriegen. Habe mich also ganz, ganz schnell entschieden und dann auch ganz spontan für den übernächsten Tag, jetzt ist es 2 Tage her, einen Termin ausgemacht und bin dann bis nach Antwerpen gefahren mit einem guten Freund, um die Uhr dort im Diamond District, sehr passend übrigens, abzuholen. Jetzt möchte ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen und erzähle euch jetzt, was es ist. Vielleicht habt ihr es eben schon so ein bisschen an meinem Handgelenk durchblitzen sehen. Es ist eine Cartier. Es ist auch eine Tank. Ich hatte anfangs mich so ein bisschen verhaspelt und gesagt, ja, vielleicht war es wieder irgendeine Effe Tank. Es war irgendeine Tank, aber eben auch irgendwie nicht irgendeine Tank, sondern the quintessential, der Großvater, der Urgroßvater aller Tanks, der Urgroßvater des industriellen Designs bei Uhren, wenn man so will, nämlich die Tank Normal. Das ist jetzt vielleicht ein Modell, was euch nicht super viel sagen wird, weil die Uhr so de facto nicht mehr produziert wird. Die Tank Normal ist aber im Prinzip die Neuauflage aus den 60er, 70er Jahren, die wurde dann aber durchgängig produziert, der allerersten Tank. Man würde denken, die erste Tank war die Tank Louis oder so, wie man sie heute kennt, mit den runden Hörnern. Aber das ist nicht der Fall. Die erste Tank, die erste gezeichnete Tank aus der Feder von ich wollte gerade sagen Louis Breguet, Quatsch, Louis Cartier natürlich, war die Tank Normal. Und wenn man sich diese Uhr anschaut, dann versteht man auch, wo der Begriff Tank herkommt. Ich meine, bei der Tank Louis, bei der Maste Cartier Tank, die sind doch recht rund, recht schmuckig. Da fehlt so ein bisschen, ja, das Verständnis dafür, warum die Uhr oder inwiefern die Uhr an einen Panzer, also einen Tank erinnern soll. Wenn man sich aber die normal anguckt, dann ist das wirklich verständlich und macht Sinn. Ich erkläre es euch. Ähm, Im frühen 20. Jahrhundert waren Armbanduhren gerade für Herren die absolute Ausnahme. Es gab Damenarmbanduhren, selbst das war aber noch nicht gang und gäbe. Herrenarmbanduhren waren aber, wie gesagt, eine totale Ausnahme und gab es sehr, sehr selten. Wenn es welche gab, dann tatsächlich meistens mit angelöteten Hörnern, wie man das oft kennt, unschön und wirklich nur sporadisch gemacht. Und dann waren die Uhren meistens dafür da, einen Zweck zu erfüllen. Cartier war aber, wie wir wissen, 1904 mit der Santos ein absoluter Vorreiter darin, Herrenarmbanduhren zu produzieren. So, jetzt hat der Erste Weltkrieg aber in der Wahrnehmung und in der Bedeutung von Herrenarmbanduhren einiges verändert. Woran liegt das? Die Armbanduhr wurde auf einmal deutlich wichtiger. Ihr könnt euch vorstellen, ohne Handys, ohne Telefone in der Hinsicht war es super, super schwer zu kommunizieren und Manöver zu planen. Was war also die Vorgehensweise? Gerade die Generäle, also die höher gestellten Soldaten, hatten Uhren und da waren Armbanduhren einfach das Praktischste, um Manöver zu koordinieren. Das heißt, man wusste dann, okay, um 15 Uhr ist ein Angriff, ein Bombenabschuss oder wie auch immer geplant. Und da war eben die Armbanduhr deutlich praktischer. Nun war es aber so, dass diese sporadische Armbanduhr mit angelöteten Hörnern ja nicht das Beste war. Und gerade nach dem Krieg war dann natürlich die Funktionalität nicht mehr das Wichtigste, sondern einfach die Ästhetik auch. Und es gibt einen ganz tollen Artikel von Monochrome Watches, den werde ich auch unter dem Video verlinken, der die Geschichte der Tank und entsprechend auch die Geschichte der Armbanduhren, der Herrenarmbanduhren, wirklich total anschaulich vermittelt. Nach dem Krieg war es also so, dass gerade höhergestellte Generäle und so anfingen mit Armbanduhren durch die Gegend zu laufen. Und entsprechend war die Wahrnehmung einer Armbanduhr auf einmal eine ganz andere. Vorher war es eine, die von Funktionalität geprägt wurde. Später veränderte sich das. Wenn ein General natürlich mit einer Armbanduhr rumläuft, dann ist das, was den sozialen Status angeht, auf einmal ein Aha-Effekt. Die Leute denken, wow, okay, wenn der eine Armbanduhr anhat, dann ist das ein Statussymbol, dann ist das neue Ding. Und in diesem Rahmen und im Rahmen des Ersten Weltkriegs kam Louis Cartier eben auf die Idee, eine Uhr zu bauen, die ein tatsächlich integriertes Armband hat und die der Form eines Panzers, also eines Tanks entspricht. Er hatte viele, viele Jahre damit verbracht, sich zu überlegen, wie er diese Hörner mit dem runden Ziffernblatt und dem runden Zeigerlauf kombiniert. Und hat dann den FT-17, oh Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr, einen französischen Panzer, der damals auch übrigens die Kriegsführung im Ersten Weltkrieg revolutionierte. Er hat diesen Panzer gesehen, dieses Biest, dieses Monster, und hat sich den sinnbildlich von oben angeschaut. Und was ist charismatisch oder
wie sieht so ein Panzer von oben aus? Du hast links und rechts die Räder, also nicht die Räder, sondern die Ketten. Und dann hast du das Cockpit, das rechteckige Cockpit. Und auf dem Panzer, auf dem FT-17, hast du dann oben noch den Geschützturm, diesen runden Geschützturm. Der stellt den Zeigerlauf dar, das rechteckige Gehäuse, also die Kabine des Panzers und dann links und rechts die Ketten des Panzers, die eben die, ich nenne es jetzt mal Hörner, der Tank darstellen. Und dann kam Louis Cartier eben 1917 mit der Tank Normale auf den Markt und stellte sie vor. Die erste Tank, deswegen sagte ich anfangs, the quintessential Tank, also die erste echte Tank und die Tank, auf der alle anderen Tanks infolgedessen, übrigens auch die Louis, aufbauten. Also wirklich für einen Cartier-Sammler wie mich, ja, ein Must-Have, obwohl sehr, sehr selten und eine Uhr, die einfach wahnsinnig viel Spaß macht. So viel erstmal zur Geschichte der Tank Normale, also der ersten echten Tank. Die Uhr wurde dann bis in die 80er hinein immer weiter produziert. Das Modell, was ich hier habe, die Referenz 78092, ist tatsächlich auch die allerletzte mechanische Tank Normal, die Cartier produziert hat. Es gibt sie auch in Weißgold. An der Stelle Shoutouts an Max von Classic Proportions, der diesen Grail aller Grails in seiner Sammlung hat und der mir auch bei der Uhr sehr geholfen hat. Das hier ist das Gelbgold-Modell, nicht zuletzt wirklich wunderschön. In Weißgold finde ich die Uhr atemberaubend. Gelbgold ist natürlich so, ja, das Cartier-Material, weswegen ich die Uhr in Gelbgold auch wunderschön finde. Wir haben das Paris Dial, was mir super wichtig war. Natürlich gibt es die Swiss Service Dials, wo ich aber sagen muss, wenn ich so eine Cartier, so eine wunderschöne Normal kaufe, dann soll sie auch das Paris Dial haben. Ansonsten selbstverständlich römische Indizes auf weißem Grund, sozusagen das Cartier, das archetypische Cartier-Zeichen und den Cabochon in der Krone. Die Uhr ist gar nicht so flach, wie man glauben würde. Viele Uhren aus der Zeit trugen ja das FPG 21 Kaliber. Das ist bei der Uhr nicht der Fall. Ich muss aber gestehen, ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Warum? Die Uhr als industrielles Design, die darf auch ein bisschen sportlicher sein. Wobei sportlich ist der falsche Begriff, einfach industrieller, das trifft es tatsächlich ganz gut. Die Abmessungen sind lustigerweise mit 23 x 30 mm noch genau die gleichen wie bei den aktuellen Tank-Modellen oder bei den Master Cartier Tank und Tank Louis Modellen. Die aktuellen Modelle sind ja leider ein ganzes Stück größer geworden. Ich hatte gerade das mit dem Industriellen und mit dem Integrated Bracelet schon angesprochen. Das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt. Man könnte so weit gehen, und das ist jetzt wirklich naja, nicht aus dem Fenster gelehnt, aber es ist eine verrückte Aussage, wenn man so drüber nachdenkt. Aber eigentlich hat diese Uhr, beziehungsweise dieses Modell, auch den Grundstein gelegt für Uhren wie die Royal Oak. Woran liegt das? Ich sagte schon, die Uhr kam in der Originalversion von 1917 mit einem integrierten Band, also mit einem integrierten Metallband. Aber auch das Lederband lässt sich, dadurch, dass die Hörner über den Kern des Gehäuses stehen, auch als integriert bezeichnen. Und durch dieses industrielle Design, ich meine, wir haben sehr scharfe Kanten, wir haben die verschraubt, also das Gehäuse ist, so wie das Band ist, seitlich verschraubt. Dadurch wurden Schrauben, wie bei Cartier üblich, und auch dieses roughe Design tatsächlich in den Markt gebracht. Und so könnte man tatsächlich behaupten, ich sagte am Anfang schon, der Urgroßvater des industriellen Designs von Uhren, dass diese Uhr eigentlich auch den Grundstein für Uhren wie die Royal Oak gelegt hat. Abgesehen davon ist die Uhr selbstverständlich unpoliert, was bei dem Modell wirklich wichtiger ist als bei ganz vielen anderen Modellen. Zum Beispiel Tank Louis verkraftet eine Politur. Auch da ist natürlich ein unpoliertes Modell immer besser. Aber sie verkraftet eine Politur, weil es einfach eine runde Uhr ist mit runden Hörnern. Bei der Uhr ist es so, wir haben diese sogenannten Bevels, also die Kanten zwischen der Oberseite und der Seite des Gehäuses. Und wenn diese Bevels, gerade bei einem Goldgehäuse, nur ein- oder zweimal poliert werden, dann verliert die Uhr ihre gesamte Substanz und ihren gesamten Charakter. Das bedeutet, es ist ganz wichtig und ich bin ganz stolz, dass es hier der Fall ist, ein unpoliertes Modell zu haben. Die Uhr ist generell super schlüssig und ich bin wahnsinnig glücklich, wirklich, jetzt eine in meiner Sammlung zu haben. Es ist, wie schon gesagt, einer der Grails für Cartier-Sammler und ich bin wahnsinnig froh, jetzt diese Uhr in meiner Sammlung haben zu dürfen. Die Uhr macht Spaß, sie trägt sich toll. Ich lasse sie jetzt in den nächsten Wochen nochmal revisionieren, habe schon ein wunderschönes British Racing Green Shell Cordovan Band für die Uhr bestellt, genauso wie eine passende Faltschließe. Man muss sagen, an der Uhr ist jetzt eine vergoldete Dornschließe und ein schwarzes Krokolederband. Ich finde, das passt nicht zum Charakter der Uhr. Ich meine, die Uhr ist, wie schon gesagt, ein industrielles Design, da muss auch irgendein roughes Band dran. Wie gesagt, der Max hat mich darüber aufgeklärt, dass
dass tatsächlich auch auf den alten Bildern dieser Modelle immer irgendwie Schweinslederbänder, also Pigskin, Goatskin oder auch tatsächlich Stell-Cordovan-Bänder verbaut wurden. Das heißt, das hat sich Cartier auch so gedacht. Und ja, dem möchte ich sozusagen nachkommen. Das Band ist schon bestellt, eine wunderschöne Uhr und ich glaube, das Band, vor allem mit der Faltschließe, wird die Uhr nochmal wirklich ein ganzes Stück schöner machen. Wichtig auch da auf die Pre-88 Faltschließe zu achten, das heißt die Non-Adjustable Faltschließe. Die ist auch schon geordert und ja, ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind, die Uhr zu tragen, wenn sie denn dann mal fertig ist. Auch hier muss man sagen, das grüne Band wird natürlich mit so einem Outfit wie heute wahnsinnig gut harmonieren. Ich hoffe, ihr merkt, ich bin total hin und weg von der Uhr, total begeistert und ja, ich freue mich, dass ich sie jetzt in meiner Sammlung habe. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meine Passion für das Modell vermitteln. Wie gesagt, bitte, das ist kein wissenschaftlicher Leitfaden. Wenn ihr genauere Informationen haben wollt, empfehle ich nochmal den Artikel von Monochrome Watches, den ich unter dem Video posten werde. Ich habe einfach nur ein bisschen was über das Modell erzählt und hoffe, ihr konntet meine Begeisterung verstehen und im besten aller Fälle sogar teilen. Vielen Dank hier an das Wabajo in Frankfurt, wo wir mal wieder drehen durften und diese tolle Zigarre rauchen konnten. Wir haben unser allererstes Video auf diesem Kanal hier drehen dürfen, beziehungsweise sogar die erste Videoreihe. Und es ist immer wieder schön, egal um für einen Dreh oder privat hier zu sein, eine Zigarre zu rauchen, leckeren Kaffee zu trinken. Es ist wirklich immer wieder was Tolles. Vielen Dank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.